Vor etwa 6.300 Jahren, also etwa 4.300 vor Christus bis 4.000 vor Christus, ist Europa richtig geteilt in zwei Regionen, Ost und West, fast wie durch den Eisernen Vorhang. Auf der einen Seite haben wir einen Schwerkupferkreis, das heißt, man hat Kupfertechnologie entdeckt und man macht aus Prestigegründen, vielleicht aus Wertgründen, vielleicht wie ein Zahlungssystem Schwerkupferäxte, kreuzschneidig oder auch einfach, die man natürlich auch als Werkzeuge oder Waffen benutzen konnte. Auf der anderen Seite, im heutigen Frankreich, im Westalpenraum, bis nach Spanien, ja bis nach Irland hat man Steinbeile, aber Jadeidsbeile, von denen man heute die Quelle kennt, nämlich den Monte Viso in Italien. Und diese beiden Räume überlagern sich in Mitteldeutschland. Und heute möchte ich auf die Schwerkupferäxte eingehen. Wir haben hier eine solche Schwerkupferaxt der sogenannten Bodrokerestur-Kultur, also etwa 4.300 bis 4.000 vor Christus. Und die hat den Weg hierher gefunden. Und das Erste, was wir uns fragen, ist es eine Imitation oder ist es ein Original? Wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir, dass der Hammer, die Hammerseite abgerundet ist und etwas merkwürdig geformt. Und man würde als Archäologe sagen, na, es könnte vielleicht eine Kopie sein, aber wenn man sie genau anschaut und vor allem, wenn man sie metallurgisch analysieren lässt, dann sieht man, dass es Erzquellen aus dem Balkanraum sind. Es ist also ein Gerät, das offenbar aus dem heutigen Ungarn, Rumänien, wo diese Äxte zu dieser Zeit üblich waren, bis nach Mitteldeutschland importiert wurde. Und unsere weiten Verbindungen zeigt, bei uns überlagern sich sozusagen der Währungskreis Osteuropas und der Währungskreis Westeuropas, also die Kupferschweräxte mit den symbolischen und hochwertvollen Jadeidäxten in ganz einmaliger Weise. Und ganz merkwürdig ist, dass man so schwere Gegenstände, die den größten Wert in der damaligen Zeit darstellen, dass man solch schwere Gegenstände dann im darauffolgenden, fortgeschrittenen 4. Jahrtausend, etwa ab 3500, nicht mehr benutzt. Wir haben dann marginale kleine Kupferröllchen oder Ähnliches. Und bei uns beginnt die Kupferzeit, die eigene Beherrschung des Kupfers, erst später im 3. Jahrtausend. Aber das ist ein anderes Kapitel.